Okay, good morning everybody. I hope you are still healthy, and today we are going to talk about adjectives and adverbs. I'm going to explain it to you in German, and I'm going to translate all texts where I put in adjective or adverb, and also do our homework inventing the ideal robot. Okay, adjective and adverbs. Examples. I'm calling from the main factory floor. Also hier ist es jetzt so, dass main sich auf factory floor bezieht und es quasi beschreibt eine Sache, ein Nomen und ist daher ein Adjektiv. I thought it was broken. Das heißt jetzt im Prinzip, da bezieht sich das wieder auf das it. Ich dachte, es wäre kaputt und deswegen ist das auch funktioniert wie ein Adjektiv, ist eine dritte Stammform von break, broke, broken, im Prinzip ein Passiv. Ich dachte, es wäre kaputt. Wie ist es kaputt? Wir machen im Deutschen keine Unterscheidung zwischen Adjektiv und Adverb. Die englischsprachigen Menschen schon, die hängen dann in meisten Fällen ly an für das Adverb. Und das Adverb bezieht sich auf eine Handlung. Also ich versuche jetzt mal, I'm moving my hand quickly. Ja? Ich bewege meine Hand sehr schnell vor der Kamera. Und dieses quickly bezieht sich eben auf moving, ja, auf also zu bewegen, wäre jetzt die ganz korrekte Übersetzung. Genau. We checked the mechanics quickly. Ja. Wir haben schnell geguckt, was die Mechaniker gemacht haben, also auf schnelle Art und Weise. Ja. Dann, es kommt eine Aufnahme, how fast can you do that? Ja, oder die Amerikaner sagen, how fast can you do that? Ja, also da ist es so, dass fast so bleibt. Das ist eine Ausnahme. Es kommen noch ein paar Ausnahmen und da wird eben kein ly dran gehängt, obwohl es ein Adverb ist. Also auf wie schnelle Art und Weise kannst du das machen. So, ich lese jetzt nochmal vor. Adjektive beschreiben, wie jemand oder etwas ist und beziehen sich auf ein Nomen. Das war Beispiel 1 und 2. I'm calling from the main factory floor. I thought it was broken. Ja? Adverbien bezeichnen, wie etwas gemacht wird und beziehen sich auf ein Verb. We checked the mechanics quickly. How fast can you do that? Im Englischen werden die meisten Adverbien von einem Adjektiv abgeleitet, quick zum Beispiel, indem man ly anhängt, quickly. Das zu good, jetzt eine Ausnahme gehörende Adverb, ist well. Ja? Sagen ja jetzt auch im Zusammenhang von Corona, get well, also gute Besserung. Ja, also nicht get goodly, das ist falsch, auch wenn es jetzt von der Logik her stimmen würde, sondern well ist dann eben das Adverb. Die Adverbien hard, fast, early und late sind identisch mit dem Adjektiv. Ja, also das fast hatten wir ja vorhin schon. Das heißt, die bleiben einfach so, da könnt ihr im Prinzip nichts falsch machen, funktioniert wie ein Joker. So, practice. Decide whether an adjective or an adverb is needed in the following sentences. Ich habe euch ja schon häufig gesagt, dass es wichtig ist, diesen Arbeitsauftrag genau zu lesen, auch für kommende Klassenarbeiten, wenn wir wieder Live-Unterricht haben. Und hier sollt ihr im Prinzip entscheiden, braucht ihr ein Adjektiv und ein Adverb. So, Felix is a smart technician. Ja, also Felix ist ein schlauer Techniker, bezieht sich eben auf den Techniker und auf Felix und ist daher ein Adjektiv, weil es eine Person beschreibt. The workshop is very quiet. Ja, ist auch wieder Adjektiv, weil es die Werkstatt beschreibt, dass es da eben sehr leise ist. Mr. Richards found the fault easily. Das ist jetzt unser erstes Adverb. Also auf leichte Art und Weise hat er den Fehler gefunden, nicht erst nach 3 Stunden, sondern vielleicht war der Stecker nicht drin, so ungefähr. Ja. He did his training at a famous college. Ja, famous, berühmt, beschreibt hier das College, also die Uni, wo er war. Und daher ist es ein Adjektiv. This is a new robot. Ja. New ist meistens im Zusammenhang mit einer Sache oder auch ja, new person kann man auch sagen, eine neue Person und ist daher Adjektiv, weil es ein Nomen beschreibt und keine Handlung. Every component is working properly now. Ja, das benutzen die Engländer häufig, it works properly, ja, also es arbeitet so wie es soll, auf richtige Art und Weise. Ja. So wie wir den Meister Proper kennen, so sagen die, ja, it works properly. Some companies pay their employees very badly. Sie bezahlen sie auf schlechte Art und Weise, insbesondere in den USA. Das Hire und Fire und viele müssen eben da 2 Jobs haben, meinetwegen bei Walmart die Tüten packen, wobei das gibt es jetzt wahrscheinlich wegen Corona auch nicht mehr und noch vielleicht irgendwo Sandwiches verkaufen, Beispiel jetzt.
So, complete the text with good or well. Also good Adjektiv, well Adverb. Mr. Richards is a good boss. Klar, bezieht sich auf Mr. Richards, also ist Adjektiv. He likes Felix because he always does a good job. Es wird in Amerika häufig gesagt, good job, ja, hast du gut gemacht. Adjektiv beschreibt die gute Arbeit. Ja. He did very well in his exams and he gets on well with his colleagues. Ja, also jetzt ist, wie er handelt, er hat die Examina gut bestanden und er kommt gut mit seinen Kollegen klar. Ja. Everyone in Mr. Richards' factory likes to do good work. In other factories, conditions are not so good. Ja, Conditions, die Konditionen, also die Umstände sind da nicht so gut. Adjektiv. Everyone who works for Mr. Richards knows that they will be treated well. Also dass sie auf gute Art und Weise behandelt werden. Also dass dieses treat someone, dieses Behandeln ist dann das Verb, auf das sich das well bezieht. So, jetzt kommen wir zu einem eigentlichen Thema, Industrial Robots. Complete this text about robots with 6 of words in the box. Assembly, Motion, Precisely, Programmer, Segments und Sequence. Also Assembly ist so die Ansammlung. Assembly Line ist das Fließband oder Montageband. Wir haben im Prinzip nur ein Adjektiv, Precisely, also auf genaue Art und Weise. Programmer, ein Nomen, dann muss dann auch die Satzkonstruktion so sein. Sequence ist die Abfolge. Segments sind die Teile und Precise ist das Adjektiv von precisely, also genau, und das andere precisely auf genaue Art und Weise. Und wenn man das jetzt ganz strategisch machen würde in der Klassenarbeit, würde man immer gucken, wie ist die Struktur von dem Satz, passt da überhaupt jetzt ein Adverb rein oder braucht man jetzt gerade ein Subjekt, also ein Nomen, was die Hauptperson in dem Satz ist, also meinetwegen Mr. Johnson zum Beispiel, talks to the robot. Ja, und dann talks to the robot, da kann dann kein anderes Verb kommen, wenn kein und ist, kein and. Und so habe ich das gelernt für zum Beispiel Multiple-Choice-Tests oder solche Einsatzübungen, dass man gar nicht mal so sehr jetzt den Inhalt gleich macht, sondern dass man strategisch überlegt, was kann denn für eine Wortart überhaupt da rein. Okay, I start. A typical robotic arm is made up of 7 metal segments, joined by 6 joints. Die Joints sind hier nicht die Joints zum Rauchen, sondern das sind im Grunde genommen die Gelenke. Ja? The arm moves very precisely, repeating exactly the same movement over and over again. Ja? Also das heißt, der Arm bewegt sich sehr präzise und da ist dieses Move das Verb für das precisely, also auf genaue Art und Weise bewegen. Wenn man sich jetzt so eine Werkhalle bei VW vorstellt, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass der Roboterarm des Industrieroboters nicht 1 Zentimeter daneben greift und dann ist schon das quasi Ausschuss und man kann es nicht mehr verkaufen. The robot uses motion sensors to make sure it moves just the right amount. Also der Roboter benutzt Bewegungsmelder, ja, hier kann eigentlich nur ein Substantiv rein, um sicherzugehen, dass er eben sich nicht zu viel bewegt. To teach a robot how to do its job, a programmer guides the arm through the motions using a handheld controller. Ja, also um einem Roboter quasi beizubringen, also nicht in unserem Sinne, sondern sei denn es ist künstliche Intelligenz, sondern quasi ihn zu programmieren, wie er das jetzt ausführen soll, ist ein Techniker dabei oder ein Programmierer und der hat eine Fernbedienung in der Hand und führt quasi dann diesen Handgriff oder diesen Robotergriff so aus mit der Fernbedienung, dass es passt. The robot stores the exact sequence of movements in its memory and repeats them again and again every time a new unit comes down the assembly line. So, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Also, Roboter funktionieren ja so, dass sie Handlungsabläufe als Programme in sich gespeichert haben und die dann quasi bis die Batterie leer ist, ausführen. Ja, Menschen sind da anders. Wir haben eben dieses biologische Programm Fight, Fright und Flight. Also das heißt, wenn irgendwas Schlimmes jetzt passiert, meinetwegen es brennt irgendwo, dann können wir kämpfen, also Krankenwagen holen, Feuerwehr holen, selber irgendwie an Wasser kommen und es da weitergeben oder hinschütten. Oder wir können Fright, ist quasi erschrecken. Dann gibt es noch Freeze, das ist so die Fortsetzung von Fright, dass ich halt erstarre. Das machen viele Tiere, wenn irgendwie eine Bedrohung kommt, dass sie sich totstellen. Und Flight ist dann, ich bin mit der Situation überfordert oder sie ist zu gefährlich. Meinetwegen, es kommt ein
nachts ein maskierter Mann durch den Park gerannt, dann renne ich eben weg. Ja? Weil das Sicherste ist, weil ich eben körperlich, jetzt insbesondere als Kunst kann, bin ich dann die Unterlegene, weil die Kraft eben weniger ist und ich eventuell auch nicht so schnell bin. Und wenn er noch einen höheren Gürtel hat, dann geht es gar nicht. Also dann habe ich sowieso verloren. Ja, also das ist dann das Flight. Und das würde ein Roboter nicht tun. Der würde dann im Park eben weiter, was weiß ich, die Mülleimer ausleeren oder wozu er programmiert ist. Und dadurch ist er dem Mensch auf der einen Seite überlegen, weil er eben nicht in Panik verfallen kann. Also jetzt zum Beispiel in Corona-Hysterie. Aber eben auch nicht adäquat reagieren kann. Es sei denn, diese künstliche Intelligenz wird weiterentwickelt. Dazu gibt es eben einen sehr schönen Film, iRobot. Und da geht es eben darum, dass alle Roboter sich den Menschen unterordnen unter diese 3 Regeln, weil die nur einen Chip implantiert haben und da sind eben diese 3 Regeln programmiert. Und dann gibt es natürlich jetzt eine subversive Roboter-Unterklasse, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Und die haben dann einen zweiten Chip, der ihnen ermöglicht, dann eine Revolution zu machen und die Menschen eben zu unterdrücken. Und dann gibt es eben noch den Sunny, der zwar auch 2 Chips hat, aber der eben das, was wir künstliche Intelligenz nennen, also der eben Gefühle zum gewissen Grad zeigen kann, weil ihn sein Erfinder Märchen vorgelesen hat und ihn quasi wie so ein Kind großgezogen hat. Deswegen ist er eben anders als alle Roboter und paradoxerweise wünschen wir Menschen uns auf der einen Seite jemand, der unsere lästige Arbeit macht und auf der anderen Seite aber auch jemand, der so ähnlich aussieht wie wir und auch so empathisch ist, also mit den Augen leuchten kann, lächeln kann. Und das ist auch jetzt im kommenden Text quasi der Wunsch vieler Menschen, wenn sie einen Roboter kaufen wollen, dass der oder mit einem arbeiten, wenn das jetzt nicht ein Industrieroboter ist, dass er eben diese äußerlichen Ähnlichkeiten zum Menschen hat. So. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, mein nächstes Zoom-Meeting gleich ist und ja, ich wollte jetzt aber noch das Video fertig machen. Gut, also das ist jetzt quasi hier unten die Abfolge der Bewegungen, die der Roboter gespeichert hat. Und immer wenn eine neue Einheit, Unit, also wie die Unit in eurem Buch, ist eben auch die Einheit, damit hat man früher auch Soldaten bezeichnet. So dieses Unpersönliche, das ist eigentlich nur so Menschenmaterial, also eine Einheit. Das ist dann der einzelne Soldat. Und hier ist die Unit eben das einzelne Teil oder Produkt, was dann da weiter verarbeitet wird. Okay, dann, ja. Also und der wiederholt das eben immer weiter und erschöpft eben nicht so wie ein Mensch. Most industrial robots work in auto-assembly lines putting cars together. Ja. Also das heißt, die meisten Roboter arbeiten quasi an Montagebändern für die Autoindustrie und setzen dann die Teile des Autos zusammen. Und das sind dann eben nicht die so niedlich aussehen, sondern das ist dann vielleicht nur so ein großer Hebearm, der eben immer wieder dieselbe Handlung ausführt. So, jetzt möchte ich mit euch den Text auf der Seite 45 lesen, beziehungsweise ich lese ihn jetzt, dann werde ich ihn übersetzen und dann werde ich euch meinen idealen Roboter vorstellen. The friendly face of robots. Describe the last robot you worked on. What was its function? What did it look like? Most mechatronics technicians have to install or maintain pick-and-place robots in robotic cells on the factory floor. In the near future, however, you may be called to someone's home to work on a servant robot. Okay, also das ist quasi die Frage, wann hast du das letzte Mal an einem Roboter gearbeitet und wie sah er aus? Die meisten Techniker machen diese Pick-and-Place Robots, also das ist quasi das, was jetzt in dem vorigen Text beschrieben würde. Pick ist was aufheben und Place ist es dann an den richtigen Platz, also den richtigen Ort setzen. Und das sind dann quasi in Roboterzellen, also die dann in großen Fabrikhallen sind und eben nicht so aussehen wie jetzt so ein kleiner niedlicher Omnibot. Den gab es 1988 bei Fix und Foxy. Das war so der erste Roboter, für den ich mich mit meinem Bruder interessiert habe. Der hat damals 100 Mark gekostet, also so ein bisschen unerreichbar für uns. Und da war eben dann so ein Bild von so einem kleinen niedlichen Roboter, der sah so ähnlich aus wie der hier, der mit den Kindern tanzt. Nur halt jetzt nicht so ganz so perfekt. Ne, daneben sind ja die von Star Wars hier. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr das so sehen könnt. Und dann ist ganz außen ein Industrieroboter, wie man sich ihn hier in einer Fabrik der Ball vorstellt. Ja. Genau. Ja, sind jetzt
die das Haus oder Sklaven der Roboter, die sich dagegen wehren, dass sie das Servant waren, also Bedienstete, ja, oder Diener. So, B. It sounds like a great idea, a robotic servant which keeps the house clean, entertains us and looks after the children. But before they become part of our everyday life, engineers have to design robots which humans feel comfortable with. As one roboticist puts it, it's not enough that the robot does the different things in the house. That robot should also be able to perform these activities in a way that's comfortable and acceptable to people. Ja, das ist jetzt das Problem. Ich mache jetzt quasi so ein Hosengesicht. Also bei einem Robot beschimpft der quasi so einen Arm plantiert bekommen hat, weil der Will Smith hat quasi in dem Film so einen Unfall als junger Mann und fährt mit dem Auto in einen Fluss und neben ihm ist noch ein anderes Auto, wo ein kleines Mädchen drin sitzt und dieser Roboter, der sie retten soll, rechnet aus, dass das Kind logischerweise, weil es kleiner ist und nicht so widerstandsfähig, eine geringere Überlebenschance hat als der ausgewachsene Mann und rettet eben nur ihn, weil er hat ja keine Gefühle, sodass er jetzt eben Mitgefühl hat und sagt, ja, Kinder und was weiß ich, Frauen erst, sondern er geht im Prinzip nur so ganz faktisch danach, naja, die werden eh nicht überleben und deswegen muss ich jetzt erstmal den jungen Mann retten. Und das macht ihn quasi dann zum Roboter-Hasser und er nennt die alle Cannon Face, also Dosengesicht, auch wenn man da schon versucht hat, ihnen menschliche Züge zu geben. Und im Prinzip sind sie ja nichts anderes, also vom Äußerlichen her, als Blech und Metall. Und das schreibt da jetzt eben hier der Autor, dass die Leute sich eben einen niedlichen Roboter wünschen, der vielleicht wie hier so ein bisschen neben den Kindern da tanzt und in irgendeiner Form menschliche Züge hat. Ja? So, dann C. To find out just what is acceptable to humans, engineers have set up an experiment called the Robot House. Volunteers spend time there to see how they get on with the resident robot. One of the questions which the engineers have asked the volunteers to think about is what the home robot should look like. Jetzt kommt die Antwort. A little bit human with a face containing a mouth and eyes that light up to give a kind of expression is the answer. The volunteers found it less easy to relate to a purely mechanical shape. Ja? Also wir leben ja im Prinzip von der Mimik, die wir bei dem anderen beobachten. Wir haben sogenannte Spiegelneuronen. Das bedeutet, wenn jetzt jemand Leid empfindet oder weint, fühlen wir uns automatisch als Herdentiere auch schlecht, weil dann unsere Empathie durch diese Spiegelneuronen, die wir eben im Gehirn haben, einsetzt. Und umgekehrt wünschen wir uns jetzt eben nicht einfach nur eine Cannon Face, was da quasi rumfährt und den Haushalt macht, sondern wir wollen im Prinzip auch für dieses Wesen, also für diese Maschine wollen wir im Prinzip Empathie empfinden können. Das geht nur, wenn die uns ähnlich ist und meinetwegen mit den Augen leuchtet, wenn sie uns sieht. Das ist zwar dann technisch gemacht, aber es ist eben die Illusion, dass er uns ähnlich sein kann und damit nicht bedrohlich ist. Ja, das ist ja bei allen Tieren so, alles was anders ist und nicht zur Herde gehört, muss erstmal eingestuft werden als bedrohlich, also größer kann mich fressen oder halt ist mein Futter oder egal. So. At a recent conference on robotics, one engineer said, the real challenge is to come up with robots that can actually communicate with people. To do that, we have to solve an enormous number of technical problems. Everything from understanding speech and gestures to making eye contact and having an awareness of humans' personal space, he said. However, giving a robot too much intelligence of any sort is a frightening thought for most people. Ja. Also hier geht es jetzt darum, es gab eine Konferenz über Roboter und die richtige Herausforderung ist, Roboter zu erschaffen, die mit Menschen kommunizieren können und zwar jetzt nicht so wie so ein Tonband, so ein Anrufbeantworter dann da irgendwas sagt und gewisse Antworten einprogrammiert kriegt, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage get well, dann sagt er thank you, you are welcome oder sowas. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwo ein Band hört im Internet, eine Übersetzung von irgendwas und es ist quasi eine Maschine, die da übersetzt hat. Das hört sich so künstlich an, dass es mir persönlich schwerfällt, da zuzuhören und meistens schalte ich die dann auch weg, weil die eben nicht
Pausen machen, weil die nicht richtig betonen, weil ihnen natürlich das, was sie da wiedergeben, nichts sagt, weil sie ja eben kein Bewusstsein haben in dem Sinne. Ja? Und er sagt jetzt im Prinzip hier, das menschliche Bewusstsein oder die menschliche Art zu fühlen und auch seinen eigenen Raum zu haben. Also wir haben ja jetzt durch Corona etwas jetzt intensiviert, so ein persönliches Bedürfnis nach 1,5 Meter personellen Abstand. Also alles, was da näher kommt, wie zum Beispiel der Friseur, der das eben darf, weil man ihn damit beauftragt hat, die Haare zu stutzen oder den Bart, ist im Grunde genommen schon Privatsphäre, ist sehr intim. Und diese 1,5 Meter sind im Prinzip das, was der Durchschnitt der Menschen, also jeder tickt da vielleicht ein bisschen anders. Also ein Asperger will da vielleicht 3 Meter Anstand, weil es so der diesen Menschen in Interaktion nicht so gut klarkommt. Und jemand anderes, der vielleicht eher da ein bisschen distanzlos ist, der geht halt rum und ist dann so ein Umarmer, der halt alle umarmt, ob die jetzt wollen oder nicht. Das sind so die beiden Extreme und der Durchschnitt der Menschen hält sich so in der Mitte auf. Ja, so. Genau, und in diese Mitte soll natürlich dann auch der Roboter nicht reinfahren, auch wenn da jetzt vielleicht ein Staubfuß liegt, den er wegputzen soll. Das muss eben alles dann einprogrammiert werden. Also im Prinzip muss man die Menschen beobachten, um das dann in die Roboter so reinzuprogrammieren. Ja. So, und dann der letzte Satz, however, also wie auch immer, einem Roboter zu viel Intelligenz zu geben, ist für viele eben bedrohlich. Das ist ein Hund, ich mache jetzt aber trotzdem weiter, weil ich Videos noch nicht zusammenschneiden kann. Und ihr solltet jetzt den Text, Schluss jetzt! Den Text zu den Bildern zuordnen. Also B hier ist quasi Entertaining the Children. Ja? Dann hier, das war Star Wars aus den Futuristic Movies. Und Number 3 ist the Industrial Robot. Ja? So, jetzt lese ich euch Robotic Service. Myidealrobot. My robot. Fill in adjective or adverb. I have invented a small robot. Its name is Omnibot Speed 5 because he can do everything well and quickly. However, his worst fault is that he repeats everything often and very slowly. Still, he is an intelligent robot who learns very fast. He is able to save every new piece of information and to transform it into a magnificent program. Thus, his functions are changing very rapidly, and he is a fast learner. Also, Omnibot Speed 5 can transform himself into a car very easily. With his flexible hands, he digs up dirt, puts it into his huge mouth, and makes very efficient petrol out of it. Then he opens 4 big tailgates. Tailgates sind die Klappen an einem Lastwagen. 4 big tailgates for the enormous wheels with their black tires, and the race with the other car robots can begin. His most special feature is that he can transform himself into a helicopter as well. He opens up his metallic head effortlessly and out comes the rotator with 4 sharp blades. My robot deconstructs himself into an even bigger vehicle. The blades of the rotor helicopter are circling even more quickly. I jump into the round door and off we go up into the air. My robot helicopter flies nearly soundlessly. So, jetzt noch ein paar Erklärungen. Ford, Fehler, magnificent, wundervoll, thus, deshalb, transform, verwandeln, huge, riesig, efficient, effizient, tailgates, Klappen an einem Lastwagen, wheels, Räder, tires, Reifen, race, klar, Wettrennen, feature, technische Eigenschaft, das ist eine sehr häufig vorkommende Vokabel, Helikopter, Hubschrauber, as well auch, effortless, ohne Anstrengung, deconstruct, bis auf die Basis umbauen, Vehicle, Fahrzeug, Rotor, Drehhubschrauber, Circling, Kreisen, soundless, ohne Geräusche zu machen. So, ich übersetze es jetzt nochmal. Ich habe einen kleinen Roboter erfunden, also Small Robot, da ist es eben Adjektiv.
weil es sich auf Roboter bezieht. Its name is Omnibot Speed 5, because he can do everything well. Also, sein Name, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, ist Omnibot 5, weil er alles so gut machen kann. Also auf gute Art und Weise, Adverb. And quickly und auf schnelle Art und Weise. However, his worst fault, also sein schlimmster Fehler, das ist jetzt Steigerung, bad, worst, worst, also die höchste Form, Superlativ, is that he repeats everything often and very slowly. Sein schlimmster Fehler ist, dass er alles wiederholt, sehr oft und sehr langsam. He is an intelligent robot who learns fast. Also, das eine ist ein Adjektiv, intelligent, also intelligenter Roboter, und das andere ist ein Adverb, bleibt aber so, fast. Ja? He is able to save every new piece of information to transform it into a magnificent program. Also, beides Adjektive, new piece of information. Information ist übrigens immer Singular, also nicht so wie bei uns, deswegen habe ich hier extra einen Teil von Informationen hingeschrieben, damit ihr das nochmal behaltet. Into a magnificent program, also ein wundervolles Programm. Thus, his functions are changing very rapidly and he is a fast learner. So, also rapidly, klar, Adverb, und das bezieht sich auf changing, also rapide verändern. Ja, also seine Funktionen verändern sich rapide und er ist ein schneller Lerner. Also hier ist es fast Adjektiv. Wobei bei fast ist egal, er könnte immer Win-Win-Situation, könnte immer recht haben, weil es eben beides ist, Adjektiv und Adverb. Also, Omnibot 5 can transform himself into a car very easily. Also, auch der Omnibot 5 kann sich in ein Auto auf sehr leichte Art und Weise, Adverb, verwandeln. Easily. With his flexible hand, he digs up dirt, puts it into his huge mouth and makes very efficient petrol out of it. Also, alles Adjektive, also flexible Hände, bezieht sich auf Hände, Riesenmund, bezieht sich eben auf Mund und das letzte ist ein Adverb, Entschuldigung, makes efficiently petrol out of it, also er macht auf effiziente Art und Weise Öl daraus. Ne? Also da würden sich die Ölbarone, würden sich dann nur noch mit Dreck eindecken, damit er ihn daraus Öl bzw. dann indem sie Geld macht. Then he opens up four big tailgates for the enormous wheels, also für die Riesenräder. So, das nächste übersetze ich jetzt nicht. His most special feature is that he can transform himself into a helicopter as well. Da ist nur wichtig Special Feature, weil er das oft braucht, seine besondere Eigenschaft, also technische Eigenschaft. He opens up his metallic head effortlessly. Er öffnet seinen metallischen Kopf auf leichte Art und Weise. And out comes the rotator with the 4 sharp blades. Und dann kommt eben der Rotator mit den vier Schneideflächen, die eben so ein Hubschrauber hat, das kommt eben raus. Ja. So, dann My robot deconstructs himself into an even bigger vehicle. Also das ist jetzt wieder komparativ von einem Adjektiv, bigger, biggest, in ein größeres Fahrzeug. The blades of the rotor helicopter are circling even more quickly. Ja. Also die Schneideflächen des Hubschraubers kreisen noch schneller, Adverb. Ja, bezieht sich auf circling, kreisen. I jump into the round door, also in die runde Tür, die offen ist, and off we go up into the air, und wir gehen in die Luft, nach oben. My robot helicopter flies nearly soundlessly. Adverb, zu fliegen, auf stille Art und Weise fliegen. So, that was it for today. Stay healthy and bye bye.